Wussten Sie, dass alles, was Sie über die Realität wissen, völlig falsch sein könnte? Laut den alten hermetischen Lehren des Kybalion wird das Universum vollständig von unserem Geist geformt. Und wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie in wenigen Minuten entdecken werden, wie Sie dieses verborgene Wissen nutzen können, um Ihr Leben sofort zu transformieren? Ja, in kürzester Zeit werden Sie lernen, das Blatt zu wenden und das Leben zu erobern, das Sie sich immer gewünscht haben. Bleiben Sie bis zum Ende dabei und teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren aufschlussreichen Geheimnisse zu verpassen. Die hermetischen Prinzipien, die im Kybalion vorgestellt werden, bilden die Grundlage der mentalen Transmutation, einer Praxis, die es uns ermöglicht, negative Geisteszustände in positive zu verwandeln. Diese Prinzipien führen uns zu der Erkenntnis, dass die äußere Realität durch unseren Geist geformt wird und dass wir sie durch die Veränderung unserer Gedanken und Emotionen beeinflussen können. Lassen Sie uns erkunden, wie diese Prinzipien funktionieren und wie man sie praktisch und effektiv anwenden kann. Das erste und grundlegendste Prinzip ist der Mentalismus, der besagt, das All ist Geist, das Universum ist mental. Das bedeutet, dass alles, was existiert, das Produkt des universellen Geistes ist und dass auch unsere persönliche Realität eine geistige Schöpfung ist. Wenn wir verstehen, dass unsere Gedanken für die Gestaltung unserer Realität verantwortlich sind, erkennen wir die Macht, die wir haben, um sie zu verändern. In diesem Kontext ist die mentale Transmutation die Kunst, negative Gedanken in positive umzuwandeln und so eine neue Realität zu formen. Um das Prinzip des Mentalismus anzuwenden, müssen wir damit beginnen, unsere Gedanken zu beobachten und diejenigen zu identifizieren, die negativ oder einschränkend sind. Von dort aus können wir sie durch positivere und konstruktivere Gedanken ersetzen. Wenn wir uns beispielsweise ständig ängstlich fühlen, können wir daran arbeiten, diesen Geisteszustand zu transformieren, indem wir uns auf Gedanken der Ruhe und Sicherheit konzentrieren. Regelmäßige Meditation und positive Affirmationen können sehr effektiv sein, um diese Transformation zu unterstützen. Ein weiteres entscheidendes Prinzip ist das der Polarität, das besagt, dass alles zwei Pole hat, das heißt, jeder Aspekt hat sein Gegenteil. Dieses Prinzip lehrt uns, dass es für jeden negativen Geisteszustand ein positives Gegenteil gibt, das wir erreichen können. Wenn wir zum Beispiel Angst verspüren, können wir bewusst auf Liebe oder Mut fokussieren, die die gegensätzlichen Pole der Angst sind. Der Schlüssel liegt hier im bewussten Wechsel des Fokus. Anstatt gegen den negativen Geisteszustand anzukämpfen, lenken wir unsere Aufmerksamkeit und Energie auf sein positives Gegenteil. Mit der Übung wird dieser Wechsel natürlicher und automatischer, was die mentale Transmutation erleichtert. Die mentale Transmutation betrifft nicht nur die Veränderung einzelner Gedanken, sondern auch die Transformation ganzer emotionaler Zustände. Wenn wir Traurigkeit erleben, können wir uns an das Prinzip der Polarität erinnern und Zustände von Freude und Dankbarkeit suchen, anstatt uns der Traurigkeit hinzugeben. Praktische Übungen umfassen das tägliche Aufschreiben von Dingen, für die wir dankbar sind, und das Erinnern an glückliche Momente. Diese Praktiken helfen, unseren Geist und unsere Emotionen neu auszurichten und einen positiveren und ausgeglicheneren inneren Zustand zu schaffen. Das Gesetz des Rhythmus, das besagt, dass alles fließt und zurückfließt, lehrt uns, dass das Leben voller Höhen und Tiefen ist. Die mentale Transmutation bedeutet hier, nicht Opfer dieser Schwankungen zu werden, sondern zu lernen, mit ihnen ausgeglichen umzugehen. Indem wir verstehen, dass schwierige Phasen vorübergehend und unvermeidlich sind, können wir eine stabilere und optimistischere Perspektive bewahren. Um die Auswirkungen der Schwankungen zu neutralisieren, können wir die Praxis der Polarisation nutzen und unsere Gedanken und Emotionen auf eine höhere Ebene erheben, auf der wir weniger von den täglichen Schwankungen betroffen sind. Wenn Sie Ihr Leben verändern und eine hohe Schwingung aufrechterhalten möchten, ist der Leitfaden Die Kraft des Quanten-Jetzt im Jetzt-Leben genau das Richtige für Sie. Dieser Leitfaden bietet detaillierte und kraftvolle Praktiken, die Sie in Ihre tägliche Routine integrieren können, um Ihre Energie kontinuierlich zu steigern. Klicken Sie auf den Link im angepinnten Kommentar, um auf den Leitfaden zuzugreifen und noch heute Ihre Transformationsreise zu beginnen. Wissen in die Tat umzusetzen ist das Wesen praktischer Weisheit. Im Kontext der Lehren des Kybalion und der hermetischen Prinzipien bedeutet dies,
dass das Verständnis der Prinzipien auf intellektueller Ebene nur der erste Schritt ist. Die wahre Kraft liegt darin, sie aktiv in unserem täglichen Leben anzuwenden. Die hermetischen Prinzipien bieten uns ein tiefes Verständnis dafür, wie der Geist die Realität beeinflusst. Dieses Wissen ist jedoch nutzlos, wenn es nicht in die Praxis umgesetzt wird. Der Mentalismus zum Beispiel lehrt uns, dass das All ist Geist, das Universum ist mental. Diese Erkenntnis intellektuell zu verstehen ist wertvoll, aber der wahre Nutzen entsteht, wenn wir dieses Verständnis nutzen, um unsere Gedanken und somit unsere Realität zu formen. Dies erfordert ständiges Überwachen und Anpassen unserer Gedanken, um sicherzustellen, dass sie mit den gewünschten Ergebnissen übereinstimmen. Das Prinzip der Polarität bedeutet, dass wir, wenn wir uns in einem negativen Geisteszustand befinden, bewusst unseren Fokus auf den positiven Gegenpol lenken müssen. Dies ist kein automatischer Prozess. Es erfordert Wachsamkeit und kontinuierliche Anstrengung. Wenn wir Wut empfinden, sollten wir bewusst daran arbeiten, Ruhe und Geduld zu kultivieren. Dies kann durch Techniken wie Meditation, tiefes Atmen und positive Affirmationen erreicht werden. Jedes Mal, wenn wir diese Veränderung praktizieren, stärken wir unsere Fähigkeit zur mentalen Transmutation und verwandeln negative Zustände in positive. Das Prinzip von Ursache und Wirkung ist ein weiteres Beispiel, bei dem Wissen in Handeln umgesetzt werden muss. Zu wissen, dass jede Aktion eine entsprechende Reaktion erzeugt, ermutigt uns, bewusster über unsere täglichen Entscheidungen nachzudenken. Anstatt impulsiv auf Ereignisse zu reagieren, sollten wir bewusste Entscheidungen treffen, die im Einklang mit unseren langfristigen Zielen stehen. Dies könnte bedeuten, mit Freundlichkeit statt mit Wut zu reagieren oder integer zu handeln, auch wenn es einfacher wäre, Abkürzungen zu nehmen. Jede bewusste Handlung formt unsere Realität in einer Weise, die mit unseren höheren Absichten übereinstimmt. Die tägliche Praxis dieser Prinzipien ist entscheidend. Das Wissen um den Axiom „Der Geist ist alles“ hilft uns nicht, wenn wir diese Idee nicht in alltäglichen Situationen anwenden. Dies kann mit kleinen Handlungen beginnen, wie den Tag mit einer Dankbarkeitsübung zu beginnen, die hilft, einen positiven Geisteszustand zu etablieren. Wir können auch kreative Visualisierungen nutzen, um uns die gewünschten Ergebnisse vorzustellen und diese Visualisierungen mit starken, positiven Emotionen zu füllen, um sie effektiver zu machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Umsetzung von Wissen in Handeln ist die ständige Reflexion über unsere Erfahrungen. Dies beinhaltet die Analyse, wie die hermetischen Prinzipien unser Leben beeinflussen, und die notwendige Anpassung. Das Führen eines Tagebuchs kann hier ein mächtiges Werkzeug sein. Das Aufzeichnen unserer Gedanken, Handlungen und der beobachteten Ergebnisse hilft uns, Muster zu erkennen und zu verstehen, wie unsere Praktiken der mentalen Transmutation funktionieren. Durch diese Reflexion können wir Anpassungen vornehmen, unsere Techniken verfeinern und ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, wie wir die Prinzipien effektiver anwenden können. Darüber hinaus erfordert die Anwendung von Wissen in die Praxis Disziplin und Ausdauer. Tiefe Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Wir müssen uns der kontinuierlichen Praxis verpflichten, auch wenn wir nicht sofort Ergebnisse sehen. Echte Transformation braucht Zeit, und es ist durch die konsequente Anwendung der hermetischen Prinzipien, dass wir beginnen, dauerhafte Veränderungen in unserer Realität zu sehen. Rhythmus und Polarisation sind zwei wesentliche Konzepte in den hermetischen Lehren des Kybalion, die uns helfen, die natürlichen Schwankungen des Lebens zu verstehen und zu beeinflussen. Diese Prinzipien bieten uns Werkzeuge, um das emotionale und mentale Gleichgewicht trotz der unvermeidlichen Schwankungen zu bewahren. Das Prinzip des Rhythmus besagt, dass alles im Universum einen Fluss und Rückfluss hat, ähnlich einer Gezeitenwelle. Alles bewegt sich in Zyklen. Es gibt Phasen des Fortschritts und des Rückschritts, Höhen und Tiefen, Aufstiege und Abstiege. Diese Schwankungen sind natürlich und unvermeidlich und beeinflussen unsere Emotionen, Gedanken und Umstände. Ein tiefes Verständnis dieses Prinzips erlaubt es uns zu akzeptieren, dass diese Zyklen ein integraler Bestandteil des Lebens sind und dass schwierige Zeiten vorübergehend und von besseren Phasen gefolgt sind. Um die negativen Auswirkungen dieser Schwankungen zu neutralisieren, nutzen wir das Konzept der Polarisation. Das Prinzip der Polarität besagt, dass alles zwei Pole hat, das heißt, jede Eigenschaft hat ihr Gegenteil, und diese Gegensätze sind in Wirklichkeit verschiedene Grade derselben Sache.
Zum Beispiel sind Wärme und Kälte nur Variationen der Temperatur. Liebe und Hass sind Extreme desselben emotionalen Spektrums. Die Polarisation lehrt uns, unser Bewusstsein auf einen Punkt zu erheben, an dem wir nicht mehr von emotionalen und physischen Schwankungen beeinflusst werden. Durch die Polarisation unseres Geistes können wir wählen, wo wir uns auf diesem Spektrum positionieren und die negativen Auswirkungen der Rhythmuszyklen minimieren. Mit anderen Worten, wir können unsere Wahrnehmung und unseren Fokus bewusst von einem negativen Extrem zu einem positiven verschieben. Um diese Prinzipien anzuwenden, müssen wir zunächst Selbstbewusstsein entwickeln. Wir müssen uns bewusst sein, wann wir von negativen emotionalen Schwankungen erfasst werden. Wenn wir einen Rückgang des emotionalen oder mentalen Zustands erkennen, können wir, anstatt uns diesem Zustand zu ergeben, die Polarisation nutzen, um unseren Geist auf ein ausgeglicheneres und positiveres Niveau zu erheben. Wenn wir uns zum Beispiel in einem Zustand der Traurigkeit oder Entmutigung befinden, können wir, anstatt uns diesen Gefühlen hinzugeben, bewusst auf Gedanken und Emotionen wie Freude und Dankbarkeit fokussieren. Praktische Techniken umfassen Meditation, die auf positive Zustände ausgerichtet ist, das Visualisieren glücklicher Situationen und das regelmäßige Praktizieren von Dankbarkeit. Diese Praktiken helfen, unsere Schwingungsfrequenz zu erhöhen und uns in einen höheren mentalen Zustand zu versetzen, der weniger anfällig für die natürlichen Schwankungen des Rhythmus ist. Darüber hinaus geht es bei der Polarisation nicht nur darum, unseren Fokus von negativ zu positiv zu ändern, sondern auch darum, unser Bewusstsein auf ein Niveau zu erheben, auf dem die Zyklen des Rhythmus weniger Auswirkungen haben. Dies kann durch kontinuierliche spirituelle und mentale Entwicklung erreicht werden, wie die Praxis tiefer Meditation, spirituelles Studium und das Streben nach einem höheren Verständnis des Lebens. Indem wir unser Bewusstsein erhöhen, werden wir widerstandsfähiger gegenüber den natürlichen Schwankungen des Lebens und können eine stabile und ausgeglichene Perspektive bewahren, unabhängig von den äußeren Umständen. Das Prinzip von Ursache und Wirkung, wie es im Kybalion beschrieben wird, ist eines der grundlegenden Gesetze, die das Universum regieren. Dieses Prinzip besagt, dass nichts zufällig geschieht. Alles ist das Ergebnis einer Kette von Ursachen und Wirkungen. Jede Handlung erzeugt eine entsprechende Reaktion und schafft eine kontinuierliche Abfolge von Ereignissen, die unsere Realität formen. Das Verständnis und die Anwendung dieses Prinzips ermöglichen es uns, die Kontrolle über unser Leben und unser Schicksal zu übernehmen. Im Alltag manifestiert sich das Prinzip von Ursache und Wirkung in allen Aspekten unseres Lebens. Unsere Handlungen, Gedanken und Emotionen sind Ursachen, die entsprechende Wirkungen hervorrufen. Zum Beispiel, wenn wir positive Gedanken pflegen und Handlungen basierend auf Güte und Integrität ausführen, ziehen wir positive und harmonische Erfahrungen an. Im Gegensatz dazu führen negative Gedanken und schädliche Handlungen zu unangenehmen und chaotischen Erfahrungen. Um dieses Prinzip effektiv anzuwenden, müssen wir zunächst ein scharfes Bewusstsein für unsere Gedanken und Handlungen entwickeln. Dies erfordert einen kontinuierlichen Prozess der Selbstbeobachtung und Reflexion. Wir sollten uns ständig fragen, welche Ursachen setze ich gerade? Und was werden die wahrscheinlichen Wirkungen dieser Ursachen sein? Dieses Maß an Selbstbewusstsein ermöglicht es uns, bewusste Entscheidungen zu treffen, die mit unseren höchsten Zielen und Wünschen übereinstimmen. Eine praktische Möglichkeit, das Prinzip von Ursache und Wirkung anzuwenden, ist das Setzen klarer Absichten. Wenn wir den Tag mit einer spezifischen Absicht beginnen, pflanzen wir eine Ursache, die eine entsprechende Wirkung erzeugt. Zum Beispiel, wenn wir uns vornehmen, geduldiger zu sein, werden wir eher ruhig und kontrolliert handeln, was zu harmonischeren Interaktionen mit anderen führt. Ein Tagebuch für Absichten und Ergebnisse kann ein mächtiges Werkzeug sein, um unsere Handlungen zu überwachen und anzupassen, damit wir stets im Einklang mit unseren Zielen bleiben. Darüber hinaus erfordert die Anwendung des Prinzips von Ursache und Wirkung persönliche Verantwortung. Wir müssen erkennen, dass wir die Architekten unserer eigenen Realität sind. Dies bedeutet, Verantwortung nicht nur für unsere Handlungen, sondern auch für unsere Gedanken und Emotionen zu übernehmen. Wenn etwas nicht wie geplant läuft, sollten wir statt externe Faktoren zu beschuldigen, über die von uns geschaffenen Ursachen nachdenken und wie wir diese anpassen können, um in Zukunft andere Ergebnisse zu erzielen. Das Prinzip von Ursache und Wirkung lehrt uns auch die Bedeutung von Planung und Voraussicht. Da jede Handlung eine entsprechende Reaktion hat,
können wir die Ergebnisse unserer Handlungen voraussehen und entsprechend planen. Dies ermöglicht es uns, fundiertere und strategischere Entscheidungen zu treffen, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, unsere gewünschten Ziele zu erreichen. Eine weitere wichtige Anwendung dieses Prinzips ist die Praxis des positiven Denkens. Unsere Gedanken sind mächtige Ursachen, die unsere Realität formen. Durch die Pflege einer positiven Denkweise setzen wir Ursachen, die positive Wirkungen in unserem Leben anziehen. Techniken wie kreative Visualisierung, positive Affirmationen und Meditation sind wirksame Werkzeuge, um unsere Gedanken mit den gewünschten Ergebnissen in Einklang zu bringen. In zwischenmenschlichen Beziehungen erinnert uns das Prinzip von Ursache und Wirkung daran, dass unsere Handlungen nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das Leben derer um uns herum beeinflussen. Akte der Freundlichkeit, des Mitgefühls und des Respekts erzeugen eine Kettenreaktion, die ein Umfeld von Harmonie und Zusammenarbeit fördert. Negative Handlungen hingegen können Konflikte und Disharmonie erzeugen und die Beziehungen negativ beeinflussen. Daher sollten wir uns im Umgang mit anderen der Ursachen bewusst sein, die wir setzen, und der Wirkungen, die diese auf die Dynamik unserer Beziehungen haben. Das Prinzip des Mentalismus, das erste der 7 hermetischen Prinzipien, wie im Kybalion beschrieben, besagt, dass das All ist Geist, das Universum ist mental. Dieses Konzept deutet darauf hin, dass die Realität, die wir erleben, eine Schöpfung des Geistes ist. Dies bedeutet, dass das Universum und alles, was darin existiert, im Wesentlichen eine mentale Manifestation ist. Um das Prinzip des Mentalismus zu verstehen, ist es wichtig anzuerkennen, dass unsere Gedanken und Überzeugungen unsere Wahrnehmung der Welt direkt beeinflussen. Die äußere Realität ist tatsächlich ein Spiegelbild unserer inneren Welt. Durch die Veränderung unserer Gedanken können wir also die Realität um uns herum transformieren. Dies ist nicht nur eine Frage der Perspektive, sondern eine praktische Fähigkeit, unsere Lebenserfahrung zu beeinflussen und zu formen. Die Vorstellung, dass das Universum mental ist, impliziert, dass Materie, Energie, Zeit und Raum im Grunde geistige Schöpfungen sind. Wenn wir verstehen, dass unser Geist das Werkzeug ist, das die Realität schafft, gewinnen wir die Macht, unsere Umstände und Erfahrungen zu verändern, indem wir unsere Denkmuster ändern. Beispielsweise können wir durch das Ersetzen von einschränkenden Überzeugungen durch Gedanken von Fülle und Möglichkeiten Erfahrungen anziehen, die diese neue Denkweise widerspiegeln. Um das Prinzip des Mentalismus anzuwenden, ist es entscheidend, Selbstbeobachtung und Bewusstheit zu praktizieren. Wir müssen uns unserer Gedanken bewusst sein und erkennen, dass sie die Bausteine unserer Realität sind. Wenn wir negative oder einschränkende Denkmuster erkennen, sollten wir daran arbeiten, sie durch positivere und expansivere Gedanken zu ersetzen. Diese Praxis erfordert Disziplin und Ausdauer, ist jedoch grundlegend für die Transformation unserer Realität. Kreative Visualisierung ist ein mächtiges Werkzeug, um das Prinzip des Mentalismus anzuwenden. Indem wir uns lebhaft die gewünschten Ergebnisse vorstellen und diese mit positiven Emotionen füllen, senden wir mentale Signale aus, die die Realität gemäß unseren Absichten formen. Wenn wir beispielsweise Erfolg in einem bestimmten Lebensbereich erreichen möchten, können wir uns vorstellen, diesen Erfolg bereits erreicht zu haben und die Freude und Zufriedenheit empfinden, die er mit sich bringt. Diese Praxis schafft ein mentales Feld, das die Umstände und Gelegenheiten anzieht, die erforderlich sind, um unsere Wünsche zu verwirklichen. Neben der Visualisierung sind positive Affirmationen eine weitere effektive Technik. Affirmationen sind Aussagen, die wir wiederholt vor uns selbst aussprechen, um unser Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Durch das beständige Affirmieren positiver und konstruktiver Gedanken beginnen wir, unseren bewussten und unterbewussten Geist mit der Realität, die wir schaffen möchten, in Einklang zu bringen. Beispielsweise kann die tägliche Affirmation „Ich bin wohlhabend und erfolgreich“ helfen, diese Überzeugung zu verinnerlichen, was wiederum unsere Handlungen und Einstellungen formt, um Wohlstand und Erfolg anzuziehen. Meditation ist ebenfalls eine wesentliche Praxis zur Anwendung des Mentalismus. Meditation hilft uns, den Geist zu beruhigen, das Selbstbewusstsein zu erhöhen und einen Zustand des Friedens und der Klarheit zu schaffen. Während der Meditation können wir uns auf unsere Ziele und Absichten konzentrieren und die Kraft unseres Geistes stärken, diese Wünsche in die Realität umzusetzen. Regelmäßige Meditation hilft uns außerdem, einen ausgeglichenen Geisteszustand aufrechtzuerhalten
und die kontinuierliche Praxis positiver Gedanken zu erleichtern. Das Verständnis, dass das Universum mental ist, ermöglicht es uns auch, Phänomene besser zu verstehen, die zuvor unerklärlich oder wundersam schienen. Beispielsweise kann die Heilung durch den Geist bei der Menschen schwere Krankheiten überwinden, indem sie ihre mentalen und emotionalen Muster ändern, als praktische Anwendung des Prinzips des Mentalismus betrachtet werden. Der Geist beeinflusst durch die Veränderung von Überzeugungen und Gedanken direkt den physischen Körper und fördert Heilung. Ein weiterer wichtiger Aspekt des mentalen Universums ist die Interkonnektivität aller Geister. Das Konzept, dass das All ist Geist, impliziert, dass alle individuellen Geister Teile eines größeren, universellen Geistes sind. Dies bedeutet, dass unsere Geister nicht isoliert sind, sondern mit einem globalen mentalen Netzwerk verbunden. Diese Interkonnektivität ermöglicht es uns, andere zu beeinflussen und von ihnen beeinflusst zu werden, was die Bedeutung der Pflege positiver Gedanken nicht nur für unser persönliches Wohl, sondern auch für das kollektive Wohl unterstreicht. Ich hoffe, dass diese Enthüllungen darüber, wie man das Kybalion nutzen kann, um die Realität mit dem Geist zu verändern, dich genauso inspiriert haben wie mich. Jetzt möchte ich von dir hören. Was sind deine Erfahrungen oder Fragen zur Anwendung der hermetischen Prinzipien? Hinterlasse einen Kommentar unten und teile deine Perspektive. Wenn du diesen Inhalt wertvoll findest, vergiss nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. So verpasst du keine unserer zukünftigen Videos und erhältst weiterhin kraftvolle Tipps, um dein Leben zu transformieren. Bis zum nächsten Mal.